Der Gaming-Februar könnte kaum schöner starten. Am 2. Februar kam The Waylanders aus dem Early Access auf die große Bühne der Rollenspiele. Und The Waylanders macht so einiges richtig. Einzigartige Spielmechaniken wie das Reisen durch die Zeit oder das Pausieren des Echtzeitgeschehens, um die Gruppenmitglieder zu koordinieren, sind nur wenige Punkte, die für das Indie-Rollenspiel von Gato Studio sprechen. Allerdings war der Sprung auf die große Bühne noch zu früh. So beklagen zahlreiche Spieler auf Steam, dass das Spiel das versprochene Potenzial nicht entfalten kann. Im Early Access haben es die meisten noch hingenommen, doch seit es offiziell im Full Release ist, hageln schlechte Bewertungen auf das Spiel ein. Die Einzigartigkeit dieses RPGs macht es für mich dennoch zu einem Highlight, doch Vorsicht! Wer hier zugreift, sollte es weiterhin als Early Access Titel ansehen, auch mit der Gefahr, dass die Kritikpunkte niemals vollständig beseitigt werden. Either way, darlings, we need to ally every race and hillfort against the common foe. Come, Torchbearer. We have a world to save. In dem Aufbauspiel Power to the People müssen wir ab dem 8. Februar stetig wachsende Städte mit Strom versorgen. Setzt du auf Kernenergie oder möchtest du als ein Vorbild voranschreiten und aus erneuerbaren Energien speisen? Tüftle im Sandbox-Modus oder in einer Kampagne aus 14 Missionen auf über 15 Kontinenten. Am 9. Februar steigen wir in die Stiefel eines feudalen Herrschers und müssen uns in einem herrlichen Mix aus Städtebau und Wirtschaftssimulation sowie Tower Defense in alter They Are Billions Manier gegen feindliche Gegnerwellen verteidigen. Dabei muss uns ein Spagat aus der Verwaltung von endlichen Ressourcen, dem Bekämpfen von Krankheiten, das Ernähren unserer Bevölkerung sowie Forschung und Entwicklung gelingen. Schaffst du es, mehr als 7 Wellen zu überleben? Das war mein Ergebnis bei meinem ersten Angespielt-Format. Vollkommen zu Unrecht unter dem Radar fliegt Castle Morihisa. Am 10. Februar können wir uns in diesem tiefgreifenden Roguelike Deckbuilder von Smoking Beer Studio komplett verlieren. 4 charakteristische Klassen, mehr als 300 Karten und einem einzigartigen Kampf- und Fähigkeitssystem hebt diesen Geheimtipp nochmal von seinen Genrevertretern wie Slay the Spire deutlich ab. Es handelt sich also ausdrücklich nicht um einen einfachen Klon. Dies sehen wir auch in der Geschichte, in der wir in die alten japanischen Legenden eintauchen. Einen ersten Einblick in das Spiel findet ihr auch hier auf diesem Kanal. Mit Inua A Story of Ice and Time können wir ab dem 10. Februar in ein stimmiges Point-and-Click-Abenteuer eintauchen. Begib dich auf eine mystische Zeitreise im kalten Kanada und beeinflusse nachgiebig die Geschichte. Am 11. Februar erblickt das lang ersehnte Action-MMORPG Lost Ark das Licht der Welt. Der Free-to-Play-Titel soll sich durch besonders actiongeladene Kämpfe und eine epische Geschichte von den bereits vorhandenen Titeln auf dem Markt abheben. Amazon Games macht sich damit selbst Konkurrenz mit seinem gerade erst erschienenen New World, welches die Gemüter stark gespalten hat. Ich persönlich mochte New World und glaube auch an einen Erfolg von Lost Ark. Glaubt ihr an den amerikanischen Traum? Vom Tellerwäscher zum Millionär. Naja, so war zumindest der Plan. Doch in diesem stimmigen Pixel-Art-Amerika scheitert dieser Traum für uns sehr schnell. Am 11. Februar haben eure Freunde die Möglichkeit, euch aus der Schlinge der Einwanderungsbehörde zu ziehen, während sie eine mit schwarzem Humor gespickte Geschichte in den Staaten erleben. Valentinstag. Der Tag der Liebe und der ekelhaften Kreaturen.
Genre-Liebhaber könnten mit Infernax am 14. Februar voll auf ihre Kosten kommen. Das liebevolle Indie-RPG besticht durch alle bewährten RPG-Elemente, gepaart mit einer spannenden Geschichte und alternativen Enden in einer offenen Welt. Ich musste lange überlegen, ob ich Liberté mit in diese Liste aufnehme. Am 15. Februar könnt ihr herausfinden, ob die an Lovecraft angelehnte Version der Französischen Revolution mit klassischen Roguelike-Elementen überzeugen kann. Ihr könnt euch auch im Koop-Modus in das Spiel werfen, doch müsst vorerst auf eine deutsche Lokalisierung verzichten. Das Spiel startet in den Early Access, deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass diese noch im weiteren Entwicklungsprozess nachgeliefert wird. Wie ist es möglich, dass nur 2 Entwickler so eine tolle Welt erschaffen? Und klingt es nicht einfach zu perfekt, dass sie auch noch von der Gothic-Serie inspiriert wurden? Ja, eigentlich klingt es zu perfekt, um wahr zu sein. Doch manchmal gehen auch Träume in Erfüllung. Mit Spellmaster, The Saga, wird am 16. Februar ein Spiel released, welches keine größeren Hoffnungen hätte schüren können. Und der erste Blick scheint so, dass sie auch die meisten dieser Hoffnungen erfüllen können. Ein waffenspezifisches Kampfsystem, eine offene Welt, in der unsere Entscheidungen wirkungsvoll sind und ein nicht linearer Spielverlauf sind nur wenige Features, die dieses Spiel so interessant machen. Behaltet dieses Spiel unbedingt im Auge. Es gibt kein Spiel in meiner Steam-Bibliothek, welches mehr Spielstunden aufweist als seine beiden Vorgänger. Mit Total War Warhammer 3 wird die Warhammer-Trilogie von CA ein würdiges Finale finden, welches die Spielmechaniken nochmal grundlegend aufwertet und alle 3 Teile zu einem absoluten Meisterwerk verbindet. Tretet in die Schuhe von angsteinflößenden Chaosgöttern, den Legendary Lords des Kälte-resistenten Kislev, dem Bollwerk Cathai oder den verfressenden Ogern. Und erlebt eine packende Kampagne mit strategischen Herausforderungen und actiongeladenen Echtzeitschlachten, bei denen erhöhtes taktisches Geschick absolut vonnöten ist. Am 17. Februar heißt es: Blut für den Blutgott und Schädel für den Schädelthron. Keine Spiele-Highlights ohne den geistigen Nachfolger, der Erschaffer des Souls-Genre. Am 25. Februar ist das Warten endlich zu Ende und wir können das erste Mal einen gelungenen Mix aus Dark Souls und Sekiro in einer riesigen Open World erleben. Die Preview-Einblicke haben überzeugt und lassen hoffen, dass From Software mit Elden Ring wieder einmal eine Delle in das Spieluniversum schlägt. Auf welches Spiel freust du dich denn am meisten? Oder habe ich einen wichtigen großen oder auch vielleicht kleinen Titel vergessen? Dann schreib es mir gerne in den Kommentaren. Und wenn du noch mehr Videos dieser Art oder weitere Angespielt-Formate von mir sehen willst, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Ich freue mich über jede und jeden, die oder der dazustoßen möchte.